Einsatzkräfte der deutschsprachigen SCP Foundation. Eines der Standbeine der SCP Foundation sind ihre Einsatzkräfte, die Anomalien eindämmen, rivalisierende Gruppen bekämpfen, die Standorte verteidigen oder fremde und anomale Welten erkunden. Die Einsatzkräfte der verschiedenen Ableger der Foundation sind dabei höchst unterschiedlich strukturiert. Allen gemein ist jedoch der Einsatz von MTFs als Speerspitze zur Eindämmung und gegen Interessengruppen. Mobile Task Forces. Mobile Task Forces, MTFs, Mobile Einsatzkräfte, sind spezialisierte Eliteeinheiten der Foundation, die für eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Aufgabenbereich dauerhaft oder zeitlich begrenzt aufgestellt werden und dabei nicht an den Einzugsbereich eines Standorts gebunden sind. MTFs sind zwar teilweise auch für den bewaffneten Kampf gedacht, jedoch haben diese dabei entweder eine Spezialisierung oder dies spielt keine besondere Rolle für ihre Arbeit. Ihre Aufgaben beginnen dort, wo die Aufgaben von RTFs enden. Die Kommandanten der MTFs können die Unterstützung der Reaktionskräfte und anderen Personals nahegelegener Einrichtungen der Foundation in Anspruch nehmen, wenn ihre Mission dies erfordert. Wie RTFs auch, tarnen sich MTFs im Einsatz üblicherweise als Polizei oder Militär der Region, in der sie eingesetzt werden, oder gegebenenfalls als Rettungsdienste, Handwerker, Bauarbeiter oder Zivilisten. Reaktions-Taskforces. Jeder Standort verfügt über eigene Reaktionskräfte mit der Aufgabe, schnell auf alle Vorkommnisse im Einzugsbereich des Standortes zu reagieren, diesen zu überwachen und dessen Sicherheitsaußenposten zu bemannen. Sie sind dabei sowohl für Erst- und Wiedereindämmung von Anomalien zuständig, für den Zugriff und Festnahme oder Terminierung von Gruppen und Einzelpersonen sowie die Verteidigung des Standortes gegen Angreifer und die Niederschlagung von Eindämmungsbrüchen. Sie dienen gegebenenfalls auch dazu, für anrückende MTFs Zeit zu gewinnen, solange diese sich auf dem Weg zum Einsatzort befinden, und unterstützen MTFs falls nötig. Sie sind ebenfalls für die Einsatznachsorge zuständig, also Spurensicherung, Amnesizierung von Zeugen, das Beseitigen von Filmaufnahmen und die Reinigung von Einsatzorten und zur Spurenbeseitigung. Feldagenten. Feldagenten sind Einzelpersonen oder Kleinstgruppen, die zum Beispiel mit Überwachungsaufgaben betraut sind, aber gelegentlich auch mit Kommandoeinsätzen, verdeckten Operationen und Infiltrationsaufgaben, damit für die Foundation Politiker und Geschäftsleute bei Laune zu halten, Finanzen zu beschaffen und andere Aktivitäten durchzuführen, die mit einem solchen Personenkreis am besten durchgeführt werden können. Diese sind nicht zu verwechseln mit eingebetteten Agenten, was mehr oder minder Informanten der Foundation in zivilen oder staatlichen Institutionen sind, um auf mögliche Anomalien hinzuweisen, Informationen abzuschöpfen oder Falschinformationen zu streuen. Forschungsgruppen. Mit den MTFs verwandt sind Forschungsgruppen. Sie dienen der anomalen oder normalen Forschung und Entwicklung und sind meist an einen Ort oder eine Region gebunden, können aber auch mobil sein, da sie nicht als Reaktion auf eine bestimmte Sache aufgestellt wurden, sondern für bestimmte Forschungs- und Entwicklungsprojekte, können sie getrennt von MTFs betrachtet werden. Sie sind das Pendant der Foundation zu zivilen akademischen oder kommerziellen Forschungsgruppen. Sie sind zwar etwas unabhängiger als Teams innerhalb eines Standortes, sind aber noch immer Teil des Standortpersonals. Projekte und Programme. Projekte und Programme sind autonome und standortunabhängige oder übergreifende Gruppen, die bestimmte Aufgaben erfüllen, Vorschriften oder Normen aufstellen oder außerhalb der üblichen Struktur agierende Einsatzkräfte wie die Seeflotten. Größe, Zweck, Position in der Struktur, Budget und Zusammensetzung können dabei völlig unterschiedlich sein. Was ist eine Mobile Task Forces genau? Eine Mobile Task Force ist ein Team oder eine Gruppe der besten Mitarbeiter, die die Foundation für einen bestimmten Bereich zu bieten hat, und die effektivsten Außendienstler und Forscher werden eingesetzt, wenn das normale Personal einer Einrichtung nicht in der Lage oder unzureichend ausgestattet ist, um mit bestimmten Zwischenfällen oder Bedrohungen umzugehen. Eine Analogie aus der Medizin: Die Techniker und Wachen entsprechen dem Pflegepersonal. Sie sind für alltägliche Probleme und Aufgaben zuständig, wie die Vitalwerte zu prüfen und Medikamente zu verabreichen, haben aber nicht das Wissen und die Autorität, um Diagnosen zu stellen oder Behandlungen durchzuführen. Die Reaktionskräfte und Forscher entsprechen den normalen Ärzten. Sie stellen Diagnosen und führen Behandlungen durch. Sie werden nur eingesetzt, wo es nötig ist. Eine Mobile Task Force ist wie ein Chirurg oder ein anderer Spezialist. Sie kommen nur zum Einsatz, wenn das normale Personal der Situation nicht gewachsen ist. Sie sind teuer und selten, sind aber die Besten auf einem sehr speziellen Gebiet.
Es sind, wie nicht alle medizinischen Spezialisten Chirurgen sind, nicht alle Mobile Task Forces schwer bewaffnete Kampfeinheiten. Da die Anomalien, denen die Foundation begegnen können muss, alle Formen und Größen haben können, sind auch die MTFs entsprechend vielseitig. So gibt es gewiss auch Mobile Task Forces, die aus sehr spezialisierten Biologen bestehen, oder aus Elite-Hackern, die alle besondere, jedoch nicht kämpfenden Rollen spielen. Formen von Mobile Task Forces. Generell ist zwischen permanenten MTFs, temporären MTFs und SCP-spezifischen MTFs zu unterscheiden. Permanente MTF ist ein MTF, das nach Einsätzen nicht wieder aufgelöst wird, sondern dem seine Mitglieder zugeteilt bleiben. Darunter gehören Bereitschafts-MTF, abrufbares MTF und fragmentierte MTF. Eine Bereitschafts-MTF ist ein permanentes MTF, dessen Mitgliedern keine anderen Aufgaben zugeteilt sind und das sich vollständig an einem Standort befindet, um jederzeit einsatzbereit zu sein. Ein abrufbares MTF ist ein permanentes MTF, das nicht so oft eingesetzt wird, dass es in Bereitschaft sein muss. Die Mitglieder können unterschiedlichen Projekten und Aufgaben an ihrem Standort zugeteilt sein und sich gar an verschiedenen Standorten befinden. Die Vorlaufzeit bis zur Einsatzbereitschaft beträgt hier teils mehrere Stunden. Und ein fragmentiertes MTF ist ein Groß-MTF, das in mehrere Gruppen aufgeteilt ist, die wiederum an verschiedenen Standorten wie ein einzelnes Bereitschafts-MTF strukturiert und einsetzbar sind. SCP-bezogenes MTF. Eine SCP-bezogenes MTF ist ein MTF, welches für ein bestimmtes SCP zuständig ist, welches ein MTF erfordert. Diese MTFs werden auf den Einsatz zugeschnitten und können gänzlich anders organisiert sein als normale MTFs. Zwar wird versucht, die Eindämmung oder die Bekämpfung von Eindämmungsbrüchen durch Standortpersonal sicherzustellen, jedoch stellen manche Anomalien derartige Herausforderungen dar, dass es eines MTFs bedarf. SCP-bezogene MTFs werden meist aufgestellt, wenn absehbar wird, dass eine Situation ein permanentes MTF erfordert und ein temporäres MTF keine dauerhafte Lösung herbeiführen kann. Temporäres MTF. Und ein temporäres MTF ist ein MTF, das nur für einen bestimmten Einsatz zusammengestellt wurde und danach üblicherweise wieder aufgelöst wird. Bis zur Einsatzbereitschaft vergehen meist mehrere Stunden. Solche MTFs werden üblicherweise für lange im Voraus geplante Sondereinsätze zusammengestellt. Temporäre MTFs werden oft aus dem Personal mehrerer permanenter MTFs zusammengestellt sowie aus Feldagenten. Wie sind MTFs organisiert? Die Mitglieder von MTFs werden aus allen Abteilungen der Foundation rekrutiert und eingesetzt, um auf bestimmte Bedrohungen oder Situationen zu reagieren, die die Möglichkeiten des zuständigen Standorts überschreiten. Die Mitglieder sind üblicherweise Spezialisten auf ihrem Gebiet, die Besten der Foundation, und werden im gesamten Einzugsbereich des deutschsprachigen Ablegers der Foundation eingesetzt. MTFs stehen außerhalb der Organisationsstruktur der Standorte. Sie haben zwar in der Regel einen Heimatstandort, an dem sich ihre Unterkünfte, Trainingseinrichtungen, Ausrüstungen usw. befinden, die bekommen sie aber vom Standort nur zur Verfügung gestellt. Und sie können jederzeit vollständig an einen anderen Standort verlegt werden, ohne dass sich am MTF selbst etwas ändert. Außerhalb von Einsätzen und Trainingseinheiten gliedern sich MTF-Mitglieder oftmals in das feste Standortpersonal ein und übernehmen ihren Fähigkeiten entsprechende Aufgaben im Standort. So kommt es zum Beispiel gelegentlich zu Überschneidungen zwischen RTF und MTF-Personal. Die innere Organisationsstruktur der Mobile Task Forces hängt von ihrer Art und ihrem Einsatzspektrum ab. Kampforientierte MTFs folgen einer militärischen Hierarchie und Organisation, während kleinere Einheiten sich eher informell oder anderweitig organisieren. Die offizielle Struktur ist jedoch stets ähnlich und deutlich flacher als zum Beispiel bei militärischen Einheiten. Entsprechend unterscheidet sich die Zusammensetzung jeder Einheit. Die Mitglieder mancher MTFs trainieren und arbeiten seit vielen Jahren oder Jahrzehnten zusammen, während die Mitglieder einer MTF, die aufgrund einer spezifischen Aufgabe spontan zusammengestellt wurde, kaum mehr als ihre Namen und Spezialisierung kennen. MTF- und RTF-Mitglieder haben folgende Rangstruktur. Agent. Ein Agent beschreibt die einzelnen MTF-Mitglieder. Korporal. Ein Korporal ist der Gruppen- oder Truppführer in einem Groß-MTF. Unteroffizier. Ein Unteroffizier ist der Gruppenführer in einem Groß-MTF. Leutnant. Ein Leutnant ist der stellvertretende MTF-Führer oder ein Führer der zweiten Hälfte eines sich aufteilenden MTFs. Hauptmann. Ein Hauptmann ist der MTF-Führer. Major. Ein Major
ist der Anführer von Groß-MTFs und Koordinator von temporären MTFs, Oberst. Ein Oberst ist der Kommandant der MTFs von Standort DE8 und einer der Chefs der MTF-Abteilung. Ein normales MTF aus einem Dutzend Leuten hat üblicherweise einen Hauptmann, einen Leutnant und ansonsten nur Agenten. Vielleicht ist noch ein erfahrener Korporal oder Unteroffizier dabei, wenn der den Rang anderswo erhalten hat. Die manchmal ein MTF begleitenden Doktoren sind oft dem MTF nur bedarfsweise zugeteilt. Oder sie erfüllen eine doppelte Funktion und führen zwar einen MTF-Rang, der Doktorentitel wird jedoch meist bevorzugt.